Das Theater des Absurden, das in den Vereinigten Staaten inzwischen Regierung genannt wird, erreicht einen neuen Tiefpunkt, da Geld und Zeit knapp werden. Der neueste schwarze Witz ist die sogenannte offizielle Kriegserklärung des Weißen Hauses. Sie lautet auszugsweise wie folgt: Milizengruppen haben zahlreiche Angriffe mit unbemannten Flugsystemen und Feuer aus geschlossenen Stellungen gestartet. Ein US-Bauunternehmer erlitt bei einem dieser Angriffe einen tödlichen Herzinfarkt, als er zu einem Schutzraum ging. Als Reaktion haben die US-Streitkräfte gezielte Angriffe auf Ziele im Osten Syriens gestartet. Ich habe diese Militäraktion, in Übereinstimmung mit meiner verfassungsmäßigen Autorität als Oberbefehlshaber, angeordnet. Jemand starb also an einem Herzinfarkt, weil er von Drohnen erschreckt wurde, und das ist ein Grund, den Krieg zu erklären. Das einzige Problem ist, dass der falsche Biden weder die USA noch irgendein Militär kontrolliert. Dieser jüngste verzweifelte Versuch, den Dritten Weltkrieg auszulösen, kommt zu einer Zeit, in der die Weißen Hüte an mehreren Fronten große Siege erringen. Die andere Sache ist, dass die Spezialeinheiten der Weißen Hüte einen erbitterten Krieg in einem Tunnelnetzwerk unter Israel und dem Gazastreifen führen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie den Mann erreichen, den viele den Kopf der Schlange nennen, Benjamin Netanyahu. Auf den Fotos unten können Sie sehen, dass die meisten seiner öffentlichen Auftritte in einem Avatar stattfinden. Der echte Netanyahu ist jedoch noch da und versteckt sich tief im Untergrund. Er wird von antisatanischen Spezialkräften in Israel und den USA gejagt, wie Quellen aus dem Mossad und dem Pentagon berichten, denn der Kaninchenbau in Israel ist offenbar sehr tief. Eindeutige Aufzeichnungen über Tunnelbauarbeiten reichen mehr als 4000 Jahre zurück. Assyrische Schnitzereien zeigen, wie Ingenieureinheiten von Sargon von Akkad, der zwischen 2334 und 2279 v. Chr. regierte, die Mauern feindlicher Städte untergraben, erklärte Professor Joel Roskin, Geomorphologe und Geologe an der Bar-Ilan-Universität, gegenüber der Jerusalem Post. Dies ist insofern interessant, als Sargon den Anunnaki den Erfolg beim Aufbau des Ersten Weltreichs zuschrieb, das sich in der Gegend befindet, in der jetzt die Kämpfe stattfinden, so Roskin. Der MI6 berichtet, dass in diesen Komplexen derzeit heftige Kämpfe ausgetragen werden. Wir werden die Leser informieren, wenn wir glaubwürdige Berichte über die Gefangennahme der Anunnaki erhalten, die die Avatare von Netanyahu, Biden, Putin und so weiter kontrollieren. Natürlich gibt es viele glaubwürdige Berichte über die Zerstörung von unterirdischen Basen in der ganzen Welt. Ein Indiz dafür sind die 8 und 10 Kilometer tiefen Erdbeben, die Anzeichen dafür aufweisen, dass sie durch Sprengstoff verursacht wurden. Dies deutet darauf hin, dass eine tief unter der Erde liegende Militärbasis, Dump, zerstört worden ist. In den letzten Tagen wurden viele solcher Erdbeben im Iran, in Australien und anderen Ländern registriert. Nach Angaben des US Geological Survey gab es am 27. Oktober auch eine Explosion mit einem Epizentrum unter dem internationalen Flughafen von San Francisco. Er sagte, das Beben habe sich um 18 Uhr und 38 Minuten Ortszeit etwa 8 Meilen unterhalb des Flughafens ereignet. Eine Botschaft an das kanadische Militär und die Geheimdienste: Wenn sie diesen Massenmordenden-Verbrecher nicht verhaften, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie wegen Hochverrats vor ein Kriegsgericht gestellt und erschossen werden. Apropos erschossen werden: In China findet eine große Säuberungsaktion statt, die den meisten Menschen entgeht. Chinesischen Geheimdienstquellen zufolge wurden vor, während und nach dem 20. Nationalen Kongress der Kommunistischen Partei Chinas, der am 22. Oktober zu Ende ging, sehr viele Spitzenpolitiker in einem Hotel ermordet. Trotzdem haben die Chinesen nicht vor, noch mehr Geld für Bidens Rockefeller-Zirkus auszugeben. Deshalb sieht der falsche US-Außenminister Anthony Blinken auf diesem Foto, das nach seinem Treffen mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi letzte Woche aufgenommen wurde, so unglücklich aus. Blinken weiß, dass seine Rockefeller-Bosse auf dem Weg zum Galgen sind, und er ist auf ihrer Seite.
Die dort ansässige Washington Times berichtet, dass das Government Accountability Office 2 Dutzend Bundesbehörden untersuchte und feststellte, dass während des Untersuchungszeitraums, der Anfang dieses Jahres begann, durchschnittlich etwa 80% der Stellen unbesetzt waren. Israel wurde 1948 von der khazarischen Mafia der Rothschild-Banker gegründet, aber sein Vertrag als unabhängiger souveräner Staat läuft Ende Oktober 2023 aus. Nicht zufällig am Tag nach der Sonnenfinsternis, das bedeutet, dass der Zeitpunkt des Krieges strategisch so geplant ist, dass er mit dem Zeitpunkt zusammenfällt, an dem sie zusammen mit dem Rest der Zentralbanken und all den anderen bankrotten Unternehmen aufgelöst werden können, erklärten Mossad-Quellen. Ein asiatischer König bot diese Erklärung an. Der Grund, warum die zionistischen Banker in Persien einmarschieren müssen, ist, dass sie die iranische Zentralbank brauchen, um ihr Finanzsystem zu retten. Die iranische Zentralbank verfügt über riesige Goldreserven und hält die kaiserlichen Kronjuwelen, die das Land seit Jahrhunderten angehäuft hat. Die moderne Version der Zentralbank wurde 1960 gegründet. Aus diesem Grund wird Persien ständig angegriffen, zuletzt, um das Land in den israelischen Konflikt in Gaza zu verwickeln. Die zionistischen Banker wollen einen Krieg. Das wird nicht passieren. Russland und Persien schützen sich gegenseitig. Israel ist jetzt im Vereinigten Königreich registriert. Es wurde im Februar dieses Jahres als neue juristische Person registriert. Ihre eingetragene Adresse ist die israelische Botschaft in Kensington, London. Der wirtschaftliche Eigentümer des Unternehmens ist die israelische Knesset in Jerusalem. Und wir haben mit dem jüdischen Leiter des MI6 gesprochen, der behauptet, der neue Eigentümer zu sein. Er sagt, dass sie bald einen dritten Tempel an der Stelle des ursprünglichen, von König David erbauten Tempels errichten werden. Wenn das stimmt, bedeutet das, dass die Juden von ihrer jahrtausendelangen Sklaverei befreit sein werden. Trotzdem gibt es viele Anzeichen dafür, dass die alte Ordnung zerbröckelt. Letzte Woche ging die älteste Zentralbank der Welt, die schwedische Reichsbank, in Konkurs. Jetzt braucht die insolvente Zentralbank mindestens 80 Milliarden $. Schwedische Kronen, das sind 7 Billionen schwedische Kronen. US-Dollar, etwa 1% des schwedischen BIP, um wieder auf die Beine zu kommen. Eine andere Zentralbank, die ums Überleben kämpft, ist die argentinische Zentralbank. Ihr Marionettenwirtschaftsminister Massa, der für eine 140-prozentige Inflation verantwortlich ist, besiegte den liberalen Kandidaten Javier Milei wider Erwarten. Milei versprach, den Peso abzuschaffen und die Zentralbank zu schließen. Mit anderen Worten, die khazarische Mafia versucht die Wahlen in Argentinien zu stehlen, um ihre Schuldensklaverei dort aufrechtzuerhalten. Etwas Ähnliches geschieht in Mexiko. Die Technologie, die es Menschen ermöglicht, Stimmen in ihrem Kopf zu hören, die sonst niemand hören kann, gibt es mindestens seit den 1970er Jahren. In dem Video unten sehen Sie einen Hochschulprofessor, der Schallwellen mit Musik aussendet, die nicht laut zu hören sind, aber im Kopf wahrgenommen werden können. Das weltweit größte biometrische digitale Identifikationssystem ATA wurde gehackt, und die persönlichen Daten von etwa 10% der Weltbevölkerung wurden offengelegt. Der Hack wurde von einem anonymen Hacker durchgeführt, der behauptet, er sei in den Besitz sensibler persönlicher Daten von 815 Millionen indischen Bürgern gelangt, die er nun verkauft. Bei der Registrierung mit ATA müssen indische Bürger und Einwohner folgende Angaben machen: Name, Alter, Geburtsdatum, Geschlecht und Adresse sowie biometrische Daten, einschließlich eines Scans beider Augäpfel, eines Fotos des Gesichts und aller Fingerabdrücke. Der vom Hacker verkaufte Datensatz enthält viele dieser Daten sowie die Telefonnummern, PIN-Nummern, Reisepassnummern und Namen der Eltern der Opfer. Einige der online durchgesickerten Daten wurden verifiziert, wobei einige der kontaktierten Opfer angaben, dass die Daten korrekt waren und sie nicht über den Hack informiert worden waren. ATA, von Bill Gates sehr bewundert, wurde geschaffen, um eine eindeutige Identifikationsnummer für jeden in Indien zu schaffen. Die Regierung erklärte,
Das System sei als Identifizierungsmethode der Regierung notwendig, um den Menschen Zugang zu staatlichen Programmen wie der Sozialversicherung zu ermöglichen. Sie wird auch für den Zugang zu Dienstleistungen des privaten Sektors, Bankkonten, Rentenzahlungen und Krankenakten benötigt. Das System verfolgt auch den Beschäftigungsstatus der Nutzer, ihre Einkaufsdaten und ihre Bewegungen zwischen den Städten und bietet der Regierung umfangreiche Überwachungsmöglichkeiten. Alles, was online ist oder mit einem digitalen System verbunden ist, kann auf irgendeine Weise gehackt werden, selbst die robustesten und neuesten Sicherheitsfunktionen. Das kann bei jedem System passieren, und im Gegensatz zu geleakten Passwörtern und Bankkartennummern lassen sich biometrische Daten nicht ändern. Natalia Kasperskaja, im Video oben, hat seinerzeit davor gewarnt. Und sie hatte recht, als sie sagte, dass jemand die Digitalisierung braucht, weil er sie braucht. Was in Indien passiert ist ein guter Grund, nicht nur über dieses Thema nachzudenken, sondern auch die Arbeit an solchen Systemen ganz einzustellen. Die Menschen haben die Möglichkeit, dem digitalen Konzentrationslager zu entgehen, sie müssen sie nur nutzen. Viele von uns können den Moment nicht abwarten, in dem der erste offizielle Kontakt von positiven außerirdischen Lichtkräften mit der Menschheit stattfinden wird. In der Zwischenzeit glauben die meisten Menschen entweder nicht daran oder begegnen dieser Möglichkeit mit Angst. Die Widerstandsbewegung hat kürzlich erklärt, dass die Angst der meisten Menschen kein Hindernis sein wird. Ein sehr kleiner Prozentsatz der am meisten erweckten Sternenmenschen auf dem Planeten ist bereit für den ersten Kontakt. Alle anderen sind nicht bereit und werden nie bereit sein. Es wird einfach geschehen, und sie werden gezwungen sein, sich der Realität zu stellen, wie sie sich entfaltet. Sie werden mit den Tatsachen konfrontiert werden, sobald sie enthüllt werden. Das ist der einzige Weg. Wir können nicht darauf warten, dass alle aufwachen, das ist nicht möglich. Der erste Kontakt wird also stattfinden, sobald es physisch sicher ist, die Operation zu beginnen, sobald die dunklen Bedrohungen beseitigt sind. All dies wird besprochen und der beste Aktionsplan wird je nach der Situation zu diesem Zeitpunkt und je nach Entwicklung der Ereignisse beschlossen. Die Widerstandsbewegung sagte auch, dass der offizielle Erstkontakt im Hauptquartier innerhalb eines Jahres nach dem Ereignis stattfinden wird, oder früher, da sich alles beschleunigt. Nach dem ersten Kontakt mit den Außerirdischen wird es auch einen Kontakt mit den Vertretern der unterirdischen Zivilisationen geben, wie ZB-Denen, die im östlichen Agartha-Netzwerk leben. Irgendwann planen sie, an die Oberfläche zu kommen, wenn die Bedingungen richtig sind, und die aufgestiegenen Wesen können sich in ihren Lichtkörpern manifestieren und die Oberflächenbevölkerung erleuchten. Wenn die Zeit reif ist, könnten Wesen wie Jesus, Mutter Maria, Mohammed, Buddha, Saint-Germain und andere, von denen einige von der Oberflächenbevölkerung als Götter angesehen werden, auf der Erde erscheinen, sobald der Kontakt beginnt? Die Widerstandsbewegung beantwortete diese Frage folgendermaßen: Alle diese Wesen werden wahrscheinlich in der Lage sein, sich unmittelbar nach dem ersten Kontakt zu offenbaren, und sie werden einen Plan haben, sich der Oberflächenbevölkerung zu offenbaren, wenn die Zeit gekommen ist. In der Tat wissen wir alle, dass dieser Prozess der Befreiung des Planeten schon zu lange andauert und zu weit fortgeschritten ist. Und der Grund dafür ist, dass es zu viel Dunkelheit gibt und es Zeit braucht, all diese Dunkelheit zu verarbeiten. Der Schlüssel ist, das Licht zu halten, das Licht zu verankern, niemals aufzugeben und sich vom gesunden Menschenverstand leiten zu lassen.